Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin hier auf der Inhurgenta in München auf der Uhrenfachmesse und bin hier jetzt vor sehr großen Uhren gelandet, die am französischen Gemeinschaftsstand gezeigt werden. Das ist die Firma Utinam. Ich habe mir das vorhin erklären lassen. In Englisch ist das Interview vielleicht ein bisschen schwierig für mich und in Französisch noch viel schwerer. Deshalb werde ich jetzt versuchen, einiges zu erzählen. Diese Firma Utinam gibt es schon seit etwas mehr als 30 Jahren. Die sind aus Besançon an der französisch-Schweizer Grenze und die bauen hier diese Uhren aus Stahl, sehr edel, sehr massiv, sehr schwer. Und das ist jetzt hier eine Uhr, die wird prinzipiell seit 2005 schon gebaut. Die hat den Namen Constance und die ist in der Höhe jetzt 1,80 Meter hoch und hat hier auch ein sehr schönes mechanisches Uhrwerk mit einer springenden Sekunde. Hier sieht man den große Aufzug, den Schlüssel, mit dem man die Uhr aufziehen kann. Das Gewicht, habe ich mir vorhin schon sagen lassen, wiegt 4 Kilogramm. Und diese ganze Uhr ist normalerweise bisher immer in Edelstahl grau gewesen und ist jetzt hier als Neuheit für die Inhurgenta in Schwarz das erste Mal gezeigt worden. Und die hat ein Gewicht von ungefähr 30 Kilogramm, ist also schon ein größeres Schmuckstück fürs Haus. Und das ganze Werk sieht hier wirklich sehr toll und sehr offen aus, macht Spaß. Mir macht es immer Spaß, solche offenen Uhrwerke zu sehen. Und das ist also von der Größe her dann aber eigentlich der kleine Bruder, diese Constance. Die hat noch einen großen, der aber nicht hier auf der Messe zu sehen ist. Die heißt dann Hortense und die ist 2,20 Meter hoch. Die Uhren werden designt von Philippe Lebrun. Der hat diese gestaltet und die werden auch komplett in Besançon gefertigt und montiert. Alle Teile dann geschnitten, gelasert. Und jetzt kommen wir hier zum zweiten Uhrwerk, das eine Generation später gemacht wurde. Das ist dann die Pop-Up-Uhr, heißt die. Die gibt es auch wahlweise als Standuhr. In dem Falle ist diese Standuhr 2 Meter hoch. Und als Wanduhr ist sie eben auch lieferbar. Und die ist aus Cortenstahl. Das ist dieser wetterfeste Baustahl. Und das ist halt hier eine schöne gestaltete Oberfläche, die inzwischen bei Kunstwerken oftmals zum Einsatz kommt. Und auch dieses Uhrwerk, mir gefällt es, wenn man sowas schön offen sehen kann. Und ich muss das jetzt hier einfach mal zeigen. Und auch da springt die Sekunde. Da haben wir sogar einen Sekundenzeiger. Und dieses Kunstwerk hat eben eine Größe von 2 Meter. Dann kommen wir noch zur dritten Uhr, die hier auf diesem Gemeinschaftsstand der französischen Uhrenindustrie ausgestellt ist. Und das ist jetzt eine Uhr, bunt, kennt man vom Bauhausstil, deshalb auch die Bauhausfarben. Diese Uhr hat Philippe Lebrun gemeinsam mit Alain Silberstein entwickelt und gestaltet. Alain Silberstein ist ein Uhrmachermeister, der sich mit Bauhausstil verschrieben hat, der auch in Besançon zu Hause ist. Und diese Uhr hat eine stattliche Höhe von 2,20 Meter. Das ist ja auch ein gewaltiges Uhrwerk. Die gibt es auch in einer Variante als Wanduhr. Und die ist jetzt hier nicht aus Stahl, sondern aus Aluminium gefertigt. Und die ist in dem Falle lackiert in den Bauhausfarben. Deshalb so schön bunt. Und wer es nicht so bunt haben will, kein Problem. Diese Uhr soll es wohl auch in Weiß geben oder in Schwarz geben. Aber so bunt ist es eigentlich auch eine wunderschöne Sache. Und das ist jetzt das Uhrwerk der dritten Generation, habe ich mir vorhin schon sagen lassen, das jetzt hier ausgestellt wurde.
Und auch das ist jetzt hier sehr ungewöhnlich gemacht. Hier ist der Aufzugschlüssel zum Seil nachziehen und spannen. Und das wird hier dann eben geführt, damit es sauber läuft. Und dann läuft es bis hier unten. Und diese Uhr ist dann mit einer Größe von 2,20 Meter eben auch ein richtig großes Schmuckstück. Allerdings, der eine oder andere will es vielleicht wissen, was kostet sowas. Dieses Spielzeug, Technikspielzeug für Erwachsene, würde ich sagen, Schmuckstück, kostet ungefähr 30.000 Euro. Das ist also schon eine Sache, die sich bei weitem nicht jeder leisten können wird. Und auch die anderen beiden Uhren, die hier noch zu sehen sind, da habe ich vorhin sagen lassen, die kosten so um die 17.000 Euro. Das war's jetzt hier von der Inhorgenta, vom Gemeinschaftsstand der französischen Uhrenindustrie, von der Firma Utinam, die hier sich auf diese Großuhren verschrieben hat. Und diese Großuhren werden in der Regel in sehr kleinen Stückzahlen gebaut. Es hieß immer nur 80 oder 88 Stück. Das ist die Stückzahl, auf die das jeweils limitiert ist, dieses Kunstwerk. Und ein wirklich schönes Schaustück. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, hier mal diese Uhren zu sehen. Und würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal wieder besuchen würden. Servus, Ihr Peter Bernsteiner.